Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 104 von Silvers Cocktailkunde. Wir machen weiter mit unserer kleinen Reihe WoW-Drinks, die von Cocktail-Klassikern inspiriert sind. Und unser heutiger Drink versteckt das gar nicht mal so sehr, nicht mal in der deutschen Fassung, anders als seine beiden Vorgänger. Wir haben heute nämlich den Exoda Martini. Und da ist nun sehr offensichtlich, von welchem Cocktail-Klassiker das inspiriert wurde. Und insofern habe ich mir tatsächlich auch das klassische Rezept für den Dry Martini vorgenommen, werde es allerdings relativ frei interpretieren für unseren heutigen Drink. Und wie man meine Fassung des Exoda Martinis macht, das zeige ich euch dann jetzt. Auch wenn der Tooltip eigentlich etwas anderes sagt, werden wir diesen Drink nicht stürzen, sondern ganz klassisch rühren, wie man einen guten Martini halt rührt. Die erste Zutat ist noch ganz klassisch für einen trockenen Martini, das sind nämlich 4 Zentiliter Gin. Die zweite Zutat ist dann nicht mehr ganz so klassisch, aber noch halbwegs nah dran, 2 Zentiliter Lillet Blanc anstelle eines trockenen Wermuts. Und die dritte Zutat, die ist dann vollkommen unklassisch, das ist nämlich 1 Zentiliter Crème de Myrtille, ein Heidelbeerlikör. Eine letzte Zutat fehlt noch, dafür brauchen wir aber das Barmaß nicht mehr. Das sind nämlich jetzt 2 Dashes Grapefruit Bitters, die dem Ganzen nochmal eine leichte weitere fruchtige Note verleihen sollen. Da kommt dann jetzt das Eis dazu, mit dem wir rühren. Vorsichtig ein paar Würfel ins Glas. Und jetzt wird das Ganze durchgerührt für ungefähr 45 Sekunden. Und damit das hier nicht so lange dauert, springen wir da mal ein bisschen drüber. Diesen jetzt ausreichend abgekühlten und verdünnten Drink können wir dann jetzt abseihen. Und zwar in ein solches Cocktailglas. Da ist jetzt noch Eiswasser drin, denn ich habe das Glas, wie sich das gehört, vorgekühlt. Das Wasser kommt jetzt raus. Und wir haben ein schönes kaltes Glas. Nehmen unseren Julep Strainer und einen Fine Strainer und werden jetzt das Ganze Double Strain. Eigentlich ist das Double Strain nicht unbedingt nötig, denn beim Rühren können ja eigentlich keine kleinen Eisstückchen entstehen. Trotzdem zur Sicherheit habe ich es mal doppelt gestraint. Als Garnitur schneide ich jetzt einen solchen breiten Streifen Zitronenschale ab, den wir dann über dem Glas auspressen, um die ätherischen Öle aus der Zitronenschale auf den Drink zu verteilen. Wir reiben den nochmal so ein bisschen über das Glas, damit sich das Zitronenaroma so richtig schön auf dem ganzen Glas absetzt. Und dann schneiden wir dieses Stück Schale noch ein kleines bisschen zurecht, damit es dann, wenn wir es in das Glas tun, auch noch ganz hübsch aussieht. Wenn wir da jetzt also die Ecken ein bisschen glatt geschnitten haben, haben wir ein etwa parallelogrammförmiges oder rechteckiges Stückchen Schale, das dann jetzt in das Glas noch rein kann. So, das wäre dann mein Rezept für den Exoda Martini. Ihr seht es gleich noch einmal im Standbild und natürlich in der Videobeschreibung ist es auch drin. Und damit bin ich für dieses Mal auch schon wieder fertig. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut und Prost! Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 104 von Silvers Cocktailkunde. Wir gehen... Ich habe schon wieder keinen Plan, was ich eigentlich sagen will.